befinden uns hier in Karlsruhe am WBK, dem Institut für Produktionstechnik des KIT. Wir beschäftigen uns mit Maschinen, Anlagen und Prozessautomatisierung für diverse Fertigungsprozesse. Hier bei uns jetzt beispielsweise konkret die Batteriezelle. Hier gucken wir uns Fertigungsverfahren an, Prozesse, um diese weiter voranzutreiben. Prozesseinhausungen allgemein sind in vielen Industrien bereits sehr gängig. Wir haben dann genau dieses Wissen genommen, kombiniert mit unserer Erfahrung aus Trockenräumen und so die Mini-Environments für die Lithium-Ionen-Zellenfertigung geschaffen. In der Lithium-Ionen-Zellfertigung ist es unerlässlich, sehr, sehr trockene Luft zu haben. Das ist etwas, was wir dem Prozess anbieten müssen und das wir gewährleisten müssen. Aktuell wird das in großen Trockenräumen gemacht und wir haben jetzt über die Entwicklung der Mini-Environments die Möglichkeit, dieselbe Atmosphäre in einem sehr, sehr kleinen Maßstab darzustellen. Zusätzlich haben wir in den Mini-Environments eine komplette Trennung von Mensch und Prozess. Durch die Trennung von Mensch und Prozess ist ein automatisierter Materialfluss unerlässlich. Die Verwendung von Robotern in dem Zusammenhang ist entsprechend eine fantastische Möglichkeit, um eben genau diese Automatisierung in bestehende Prozesse reinzubringen und wie hier im Projekt Agilobat einfach auch verschiedene Prozessschritte automatisiert zu vernetzen. Wenn wir uns die Batteriezellfertigung im Stand der Technik angucken, dann sind das häufig große, starr verkettete Anlagen, die nur sehr schwierig auf geänderte Anforderungen reagieren können. Im Projekt Agilobat haben wir uns das Ziel gesetzt, Batteriezellen sowohl Material, Format als auch Stückzahl flexibel fertigen zu können. Hierfür ist es essentiell, dass wir auch die Verkettung der einzelnen Produktionsmodule möglichst flexibel realisieren können. Hier bieten uns die Roboter von KUKA eine exzellente Möglichkeit, solch eine anpassbare Verkettung der einzelnen Module zu realisieren. KUKA hat ein sehr breites Roboterportfolio. Neben Reinraumrobotern, die speziell für die Halbleiterproduktion und für Elektronikbranche entwickelt wurden, bieten wir Standardroboter, die für den Reinraum ISO-Klasse 7 in der Batteriezellfertigung zertifiziert sind. Dies bringt den Vorteil, dass einfache Kinematiken kostenattraktiv in der Zellfertigung integriert werden können. Die Roboter von KUKA ermöglichen es uns, unsere sehr schnell wechselnden Anforderungen jederzeit bestmöglich in und auf die Anlage übertragen zu können. Hierfür gibt es Schnittstellen, die es uns ermöglichen, die entsprechende Programmierung flexibel zu gestalten, sodass wir auch bei geänderten Rahmenbedingungen und Anforderungen hierauf jederzeit bestmöglich reagieren können. Verglichen zum konventionellen Stacking kann mit einem KS-Gara im Zellstacking ein sehr kleiner Footprint realisiert werden. Durch den niedrigen Anlageninvest und der einfachen Installation hat man speziell bei Kleinserien und bei Prototypenanlagen dadurch einen sehr großen Vorteil. Die Qualität wird gesteigert, die Wiederholgenauigkeit wird gesteigert und dadurch kann man sehr einfach qualitativ hochwertige Zellen realisieren. Ein konventioneller Trockenraum verbraucht bis zu 33% der Gesamtenergie, die in eine Gigafactory fließt. Durch die Reduktion des Luftvolumens, wie wir sie hier mit den Mini-Environments erreicht haben, schaffen wir es, deutliche Kosteneinsparungen zu erzielen und gleichzeitig zu einer klimafreundlicheren Batteriezellproduktion beizutragen. Die Lösung, die wir hier sehen, richtet sich an alle Beteiligten der Lithium-Ionen-Zellfertigung. Und da wirklich in allen Prozessschritten. Man kann es in R&D einsetzen, für Pilotlinien, spontane Erweiterungen und dann aber auch natürlich in Richtung Gigafactory, um eben genau diese Aufgabe zu erfüllen, dass wir komplett den Energiebedarf reduzieren und so deutlich wirtschaftlicher arbeiten können. Industrial Intelligence.